Bevor wir mit dem Video starten, hier ist einfach ein Shop auf einem Testserver, by the way. Perfekter Conch-Stuff. Mal unabhängig davon, welchen Elementarschaden du willst, also welchen Skill und welche Erweckung und so weiter. Es ist Feuer drauf mit einer Wassererweckung. Gut, ist aber egal, die Wassererweckung hat nicht 25%. Meisterung der Elemente ist 20 von 23. Wasserbombe 5 von 9. Angriffskraft 5 von 8. Magiebeschleunigung 6 von 10. Angriffskraft 2,1 von 4. HP-Rate 1 von 4. Int plus 2. Keine Runen, keine Juwelen. Ich glaube, der Kerl hat nicht ganz verstanden, was perfekt bedeutet. Das ist nämlich weit davon entfernt. Dann darf ich euch jetzt aber herzlich willkommen heißen zu meinem vorläufigen Ranking aller Klassen. Es wird zwar nicht mehr so viel über den PTS gefragt tatsächlich, einfach weil es jetzt halt irgendwie nicht mehr so was Besonderes ist und es ist auch so ein bisschen eine Schwerelosigkeit, wie es jetzt mit dem Server überhaupt weitergeht, wann denn endlich alle ihren Zugang bekommen und so. Ist momentan alles auch so ein bisschen fragwürdig und es werden auch noch sehr viele Patchnotes kommen. Aber es kommen halt doch immer wieder Fragen so, was hältst du von der neuen Patchnote und pipapo? Und auch vor allem zu Beginn hieß es, mach doch ein Ranking. Und es wird auf jeden Fall noch ein anderes Ranking geben. Also ich plane noch ein DPS-Ranking. Das kann ich aber nicht alleine machen, weil das viel zu lange dauern würde. Deswegen wäre es auch nicht schlecht, wenn endlich mal alle Zugang hätten und so. Dann könnte man sich da zusammentun, dass sich immer eine Klasse anguckt und so. Aber egal. Jedenfalls ist da auf jeden Fall noch einiges geplant, aber das ist jetzt mal so ein vorläufiges, also meine ersten Eindrücke, und das stimmt eigentlich gar nicht mehr, weil es hat sich schon einiges geändert. Also die Rangliste ist jetzt schon ein bisschen anders, als ich sie noch vor einer Woche gemacht hätte. Eben aufgrund der besagten Patchnotes, die abgesehen vom Wochenende und an einzelnen Tagen unter der Woche fast täglich eben passieren. Also, wir fangen an. Arcanist ist für mich auf Rang 1. Warum? Ich werde jetzt nicht nochmal alles demonstrieren. Wenn ihr die Skills und so weiter sehen wollt, würde ich euch einfach das Testvideo, das ausführliche, was ich schon gemacht habe, zeigen. Weil es tatsächlich ultra nervig ist, die ganze Zeit die Klasse zu switchen. Und ich leider ein bisschen unter Zeitdruck stehe auch. Ja, meine Argumente für Arcanist sind ganz klar. Also ich finde einfach, die Skills sind größtenteils ziemlich gut. Er hat halt auch zum Glück wieder ziemlich viele Skills bekommen, weswegen es nicht so schlimm ist, dass ein paar Skills dabei sind, von denen ich persönlich jetzt weniger halte, beziehungsweise die wahrscheinlich dann vielleicht für PvP relevanter sind. Ich meine, ich bewerte das natürlich auch alles aus einer reinen PvE-Perspektive. Ob da irgendwas davon im PvP gut ist, ist mir vollkommen egal, weil es sehr subjektiv, wie ich schon gesagt habe, und ich spiele eigentlich nur PvE, entsprechend interessiert mich auch nur das. Genau, ich finde einfach Everstorm, obwohl ich kein Face-Tank spiele, richtig gut. Die Überarbeitung des Skills, die auch momentan noch läuft, ist auch ziemlich gut. Und zwar kann man hier, musste kurz auf Englisch umschalten, die maximale Anzahl der Ziele erhöhen. Startmäßig sind es nämlich 5. Und wenn man diesen Mastery hier nimmt, dann müssten es 30 sein, genau. Maximal Targets 30 in PvE und 10 im PvP. Das war eigentlich wirklich das, was dem Skill so ein bisschen gefehlt hat, diese richtige AOE-Präsenz, weil es war mit 5 Zielen natürlich ein bisschen schwierig. Im PvE, ich meine, Elementor macht nichts außer zu AOEen und 5 Monster ist keine AOE. Also als sie das geändert haben, ist es echt hammergeil. Auch wie gesagt, wenn ich selber eigentlich eher Hit and Run spiele und das mehr ein Face-Tank-Skill ist. Dann Gale ist auch extrem gut, auch extrem guter Face-Tank-Skill leider wieder. Wie gesagt, die genauen Skill-Beschreibungen und so schauen wir uns jetzt in dem Video nicht an, dass wir den Rahmen sprengen. Aber ja, Everstorm und Gale sind extrem gut, meiner Meinung nach. Swampy Area ist schwierig zu spielen, bin ich ehrlich. Ich kann es jetzt auf dem Chart tatsächlich gar nicht skillen, weil der erst 170 ist. Swampy Area, muss ich zugeben, ist ein bisschen schwieriger zu spielen, weil der Skill automatisch da gecastet wird, wenn du Quickcast aktiviert hast, wo dein Mauszeiger quasi hinzeigt. Beziehungsweise dein Charakter hinzeigt. Und das ist auf jeden Fall schon deutlich schwieriger, muss man wirklich sagen, in die Rotation einzubauen und wirklich ein Skill, den man permanent fettfingern wird, wenn man die Option Quickcast aktiviert hat. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch nichts unbedingt Schlechtes, man muss es halt lernen. Und ich meine, Elementor hat ja sowieso eine gewisse Lernkurve. Das ist reine Übungssache, Elementor letztendlich. Je öfter man spielt, je öfter man seine Rotation gedrückt hat und so weiter, desto mehr Muscle Memory hat man auch. Und das ist halt nichts anderes, muss man halt erst wieder lernen. Aber diese 3 Skills alleine, finde ich, reichen schon für mich, den Arcanist hier definitiv auf Platz 1 zu katapultieren. Von den Feuer-Skills bin ich persönlich überhaupt nicht überzeugt. Ich habe sie mehrfach ausprobiert, Damage getestet.
ich weiß nicht, die sind, glaube ich, eher für PvP oder so. Keine Ahnung, ich finde die einfach richtig schlecht. Die machen verhältnismäßig ziemlich wenig Schaden. Und Damage over Time, der dadurch erzeugt wird, ist auch ultra bad. Das ist sogar fast Hot Air besser. Also es ist, keine Ahnung. Ich verstehe die Skills nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Also von denen bin ich nicht so überzeugt. Dann hat er noch ein paar PvP-Skills. Aber alles in allem einfach eine solide, für mich momentan definitiv Platz 1, weil er 3 extrem gute Skills bekommen hat. Und dann haben wir noch gar nicht über die passiven Skills geredet, ne? Selbst wenn du keinen einzigen der Arcanist-Skills benutzen wollen würdest, wird er trotzdem einfach gebufft, weil er nochmal für jedes Element 10% Mastery bekommt, also nochmal 10% Feuer, Wasser, Erde Mastery und sogar nochmal 10% Damage Reduction gegen alle Gegner, die von gewissen Statuseffekten betroffen sind, wie zum Beispiel Gale, einer der neuen Skills halt. Also es ist einfach eine ziemlich solide Combo. Dass das alles einzelne passive Skills sind, ist ein bisschen nervig. Ich finde, das hätte man auch zusammenfassen können. Also alle stärker werdenden, also alle Buffs, die den Schaden erhöhen, hätte man auf einen Buff ummünzen können. Genauso wie bei der Damage Reduction, genau das gleiche. Aber gut, haben sie nicht gemacht. Und dann wird Blinkpool noch ein bisschen geboostet. Wenn du Blinkpool einsetzt, kriegst du einen ganz kurzen Speed-Bonus. Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so krass empfunden. Also er ist so ultra hilfreich, aber ist sicherlich auch auf jeden Fall eine coole Sache. Und damit ist Elementor, finde ich, momentan die unangefochtene Nummer 1, weil obwohl er einige Skills hat, von denen ich persönlich nicht überzeugt bin, hat er noch immer mehr als genug Skills, die extrem gut sind, von denen ich eben überzeugt bin. Dann haben wir den Slayer. Der hat sich tatsächlich auch nochmal was geändert. Und zwar hat er hier so passive Buffs bekommen, wie viele Klassen, passive Skills. Und einer davon ist First Blood. Der hat sich, soweit ich weiß, nicht mehr wirklich verändert. Wer sich aber krass verändert hat, ist hier. Und zwar Left-Handed. Left-Hand Damage plus 25. Das waren zu Beginn des PTS 50%. Wurde auf 25 verringert. Und ich fand das sehr schwierig einzuschätzen. Was bedeutet das eigentlich, diese plus 50% Left-Hand-Damage, oder wie viel ist das tatsächlich? Es war ziemlich wenig. Also ich hatte einen Blade gehabt, der hatte so um die 560.000, 70.000 Damage gemacht, oder 560.000 bis 580.000. Und nachdem ich den Buff aktiviert hatte, Left-Handed plus 50% Left-Handed Damage, waren es dann so ungefähr plus 60.000 bis 80.000, also so 640.000 rum. Pi mal Daumen, schwankt ja immer doch ein bisschen. Also schon nicht ohne, also schon einfach nur durch diesen Skill plus 10% Damage zu kriegen, ist nicht ohne, das ist extrem viel sogar. Deswegen wurde es auch jetzt hier nochmal verringert und war auf jeden Fall notwendig, meiner Meinung nach. Es sorgt aber immer noch dafür, dass er auf jeden Fall extrem stark ist. Dann, ja, keine Ahnung, was das soll, ehrlich gesagt. 5% Angriffskraft nochmal nebenbei, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dann, das hier ist beides nicht so relevant. Dann haben wir noch Storm Slash. Also Slayer ist by the way für mich Platz 2, habe ich das schon gesagt. Ergibt Sinn, nach Platz 1 kommt Platz 2. Hier bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob man hier noch was machen sollte. Dieser Skill nämlich, Storm Slash, der kann einfach den Widerstand gegen alle Elemente eines Ziels für eine gewisse Zeit. Das dauert natürlich nicht allzu lange. Die Basiszeit, oh, steht jetzt hier tatsächlich gar nicht dabei, oder? Doch, hier, 15 Sekunden, genau. Widerstand gegen alle Elemente minus 70% für 15 Sekunden ist schon ziemlich heftig. Ja, das ist ein richtig krasser Debuff, hat eine sehr hohe Abklingzeit, okay, aber in Bossfights oder auch gegen Giants vor allem wird das wahrscheinlich insane sein. Du machst den Skill und für 15 Sekunden röstest du einfach komplett durch, machst viel mehr Damage. Und ich meine, richtig krass equipter Blade kann selbst ein Giant, der 100 Millionen Leben hat, damit innerhalb von gefühlt 20 Sekunden töten. Also ich meine, 15 Sekunden hält der Buff und in den 15 Sekunden machst du über 50% Schaden. Also schon ziemlich gewaltig. Weiß nicht, ob man da noch was machen sollte. Hier ist halt der Vorteil, wenn Blade diesen Debuff castet in einem Dungeon, dann profitieren alle davon, die mit Element kämpfen. Also basically alle außer Psykeeper und Ringmaster werden auch davon profitieren. Das heißt, es ist auch ein Team-Buff irgendwo. Aber ja, das alleine reicht zusätzlich zu den passiven Buffs, die ihn einfach nochmal stärker werden lassen, um ihn meiner Meinung nach nochmal hier auf Platz 2 zu katapultieren. Bloody Rush wäre noch so ein Skill, da haben sie jetzt die Endanimation von dem Skill in der letzten Patchnote, die Animationszeit ein kleines bisschen verringert. Ist basically das gleiche wie Rending Entry, hat nur eine längere Abklingzeit, aber vom Prinzip, also PvP, wie gesagt, interessiert uns ja nicht, also für PvE-Spieler basically ein zweites Rending Entry hätte man jetzt nicht zwingend gebraucht und das sind für mich eigentlich so hier die Highlights. Aber man sieht auch hier schon wieder mehrere Highlights, mehrere Skills, die man erwähnen kann und immer dann, wenn viel Gutes ist das einfach
ja, offensichtlich positiv. Und Blade ist ja sowieso schon, beziehungsweise Slayer, die stärkste Klasse im Game. Dass er hier nochmal so nützliche Utility-Skills bekommt und auch einfach nochmal stärker gemacht wird. Klar ist das natürlich... Also ich meine, was ich davon halte, bereden wir hier nicht. Ich sage einfach nur, die Skills, die er bekommt, sind extrem gut. Deswegen im Ranking der Third-Job-Klassen sozusagen, welche die besten Buffs bekommt oder welche die ja, krassesten Skills bekommt. Blade, Slayer, definitiv Platz 2 für mich. Momentan. Dann haben wir auf Platz 3, beziehungsweise Platz 3 und 4 ist für mich eigentlich das gleiche. Da konnte ich mich nicht wirklich entscheiden, wer von den beiden jetzt Platz 3 oder Platz 4 wird. Keine Sorge, ich werde auch nicht ganz so ausführlich sein. Bei den anderen werde ich es ein bisschen kürzer halten. Crack Shooter für mich, Platz 3/4. Kommt halt auch ein bisschen noch drauf an, was sich vielleicht noch ändert oder was sich nicht ändert. Wie gesagt, wir sind ja noch nicht ganz am Ende. Also eigentlich überhaupt nicht. Wir sind noch am Anfang des Testservers, kann man fast sagen. Ja, also er bekommt hier ein paar coole Skills dazu. Auto-Attack Damage bekommt man dazu. Achso, ich bin ja beim falschen Skill, lol. Je nachdem, in welcher Reichweite man ist. Oder man kann auch die ganze Party buffen, die sich in der Reichweite befinden, außer sich selbst. Also so ein klassischer Supporter-Buff. Du buffst jeden außer dich selbst. Also so ein Teamplayer-Ding kann man sagen. Ist ein ziemlich interessanter Skill auf jeden Fall. Erhöht einfach den Schaden von sich selbst oder von der ganzen Gruppe. Ja, ich meine, was soll daran negativ sein? Es ist egal, wie man es einsetzen wird, einfach positiv. Und es ist auch tatsächlich auch hier wieder so ein kleines Skill-Issue-Ding. Und zwar, je nachdem, ob du dich weiter entfernst von dem Ziel oder weiter dran bewegst, wird der Buff stärker oder schwächer gemacht durch die Masteries, wenn du nicht die Team-Mastery auswählst. Das heißt, auch da kann man sagen, okay, Leute, die mehr Risiko spielen, also kein Hit-and-Run, sondern einfach Face-Tanken und so, oder halt näher am Giant dran stehen und damit halt auch ja, eine längere Ausweichzeit haben oder so, werden belohnt, indem sie einfach nochmal mehr Schaden machen. Was ja quasi das Gegenteil vom Crack-Shooter eigentlich ist, so weit wegstehen wie möglich. Der Vorteil ist deine Reichweite. Dieser Skill sagt quasi, wenn du auf deinen Vorteil der Reichweite verzichtest, kriegst du noch ein kleines bisschen mehr Damage und so. Also ist eigentlich ganz cool, so ein bisschen facettenreiches Gameplay, auch wenn es wirklich minimal ist, aber trotzdem sowas hinzuzufügen, finde ich eigentlich ganz cool. Dann Barrage. Ich weiß nicht, ob das Skill mittlerweile funktioniert. Ich habe ihn nicht mehr ausprobiert. In den Patch Notes stand, meine ich, nichts dazu drinnen. Chance auf Mehrfachtreffer wollten wir letztens testen, hat noch nicht wirklich funktioniert. Aber ich denke, der Skill wird funktionieren und erhöht auch einfach nochmal den normalen Schaden letztendlich. Und von den anderen Skills bin ich ehrlich gesagt nicht so wirklich hundertprozentig überzeugt. Er hat noch eine Passive, die die Bogenreichweite erhöht. Hier Eagle Eye. Definitiv nicht schlecht, auch wenn ich persönlich der Meinung bin, dass er das eigentlich nicht wirklich braucht. Und dann hier rechts, diese 5 Skills sind die Fallen, von denen ich jetzt persönlich im PvE absolut nicht überzeugt bin. Also ich denke, im PvE wird man die einfach nicht wirklich einsetzen oder nicht so krass einsetzen. Genau, und die haben auch alle wieder relativ lange Cooldowns. Entsprechend ist es sowieso nichts, was du jetzt permanent spammen kannst, plus du hast die Animationszeit. Also, ja. Ich denke, die beiden Highlights hier sind definitiv Barrage und Devastating Sting. Vor allem, wie gesagt, interessant, dass eine andere Klasse als Ringmaster den Schaden der ganzen Gruppe erhöhen kann. Sehr interessant auf jeden Fall. Und Crackshooter ist halt definitiv eine der Klassen, die meiner Meinung nach einfach mehr Schaden brauchen. Und genau das bekommt er auch. Also er kriegt genau das, was er braucht. Also für mich Platz 3. Ja, dann Templar, der andere, der fast auf Platz 3 gelandet wäre. Da können wir eigentlich relativ schnell drüber gehen. Also er hat auf jeden Fall viele nützliche Tank-Tools bekommen, die nochmal seine HP-Regeneration, eingehende Heilung, Verteidigung, Magieverteidigung erhöhen. Also alles definitiv sehr gute Tools zum Tanken. Ich glaube, er ist auch der Einzige, der wirklich so richtig krasse Tank-Tools bekommen hat. Also ich meine, das sind wie viele passive Skills einfach nur, die seine Tank-Fähigkeiten verbessern, erhöhen. Und dann hat er noch weitere, Last One Standing. Also es ist nochmal hier eigentlich klar hervorgehoben, dass eigentlich Templar der Tank sein soll. Was ja momentan überhaupt nicht so gelebt wird. Also die aktuelle Meta ist ja eigentlich, man tankt einfach mit Hinz und Kunz. Meistens sogar, oder gerne gesehen ist auch Ringmaster tatsächlich. Klar sind natürlich viele Knights dabei, weil Knight halt am leichtesten ist zu tanken. Aber er ist definitiv nicht der einzige Tank, so wie es vom Spiel theoretisch so ein bisschen kommuniziert wird. Und auch was Agro aufrechterhalten angeht, ist ja eigentlich Ringmaster auch die Nummer 1 mit Moonbeam. Klar hat Knight, wie heißt es gleich wieder? Call of Fury. Aber ja. Genau. Aber für mich das Highlight tatsächlich ist Six Strikes.
Der wurde auch überarbeitet, das steht jetzt hier tatsächlich noch falsch. Das wurde auf 4 Stacks verringert und genau deswegen ist es jetzt auch für mich ein Platz 4. Davor wäre es vielleicht eher Platz 5 geworden. Und zwar 6 Strikes bedeutet einfach, du machst bei jedem 6. Auto-Attack extra Schaden. Also das war bisher. Jetzt ist es jeder 4. Auto-Attack. Und warum das wichtig ist, ist, weil 6 Auto-Attacks, vor allem wenn du gegen normale Monster kämpfst und levelst, ist das ziemlich schlecht. Also du willst nicht 6 Auto-Attacks für ein normales Monster brauchen. Und wenn du so stark bist, dass du das eben nicht brauchst, dann bringt dir der gesamte Skill nichts. 4 Hits ist für alle, die nicht Blade heißen, durchaus sehr realistisch. Selbst Blade braucht Minimum 2. Also selbst ein Blade mit perfektem Equipment braucht immer noch mindestens 2. Und jeder Knight, jeder Bill-Poster, jeder Crackshooter tötet sein Monster eigentlich nie im Leben in unter 4 Schlägen. Von dem her finde ich das ein ganz guter Change hier, dass man das auf 4 verringert hat. Meiner Meinung nach könnte man es auch noch auf 3 verringern, TBH. Aber 4 ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser als 6, weil 6, wie gesagt, ist ja dann schon ziemlich schlecht. Da machst du dann keinen wirklich guten Schaden. Natürlich hilft dir der Skill dann, aber der Skill soll ja auch Leuten helfen, die schon guten Schaden machen. Und genau, das ist eigentlich so für mich das PvE-Highlight fast schon. Die restlichen Skills sind jetzt für PvE, was jetzt halt rein Damage-Dealer angeht, nicht so interessant. Wie gesagt, es sind überwiegend Tank-Skills eigentlich, würde ich sagen. Vor allem die passiven. Interessant ist dann noch Execution of Justice. Der Skill hat tatsächlich eine geistesgestörte Beschwörungszeit. Die steht hier auch, glaube ich, gar nicht dabei. Die ist richtig geil. Also der Sprung ist richtig schnell. Das war das, was ich am Anfang am meisten kritisiert hatte, als ich den Skill das erste Mal gesehen habe. Da war das dann aber, ich glaube, das war geslowed down, das Video, was sie uns damals gezeigt haben. Also es fühlt sich auf jeden Fall deutlich schneller an als damals, was ich in dem Video gesehen habe. Und die Reichweite davon ist auch richtig krass. Leider ist natürlich eine recht hohe Abklingzeit, 10 Sekunden. Also nicht so einsetzbar wie zum Beispiel Rending Entry oder Blinkpool. Also Blinkpool und Rending Entry werden weiterhin die Bewegungsskills Nummer 1 bleiben, neben Fastwalker. Aber das hier ist für einen Tank, also wenn es jetzt wirklich aus der Tank-Perspektive wieder sieht, oder selbst auch einfach als normaler PvE-Knight, 1v1-Knight, einfach ein geiler Skill. Das Einzige, was man noch kritisieren kann, finde ich, ist, dass es eine Two-Hand-Weapon required. Das liegt halt auch ein bisschen natürlich an der Animation des Skills. Ich meine, der springt hoch und spaltet so ein bisschen den Boden und haut alle Gegner weg. Aber ich finde das noch ein bisschen unfair gegenüber Schwert- und Schild-Knight. Schwert- und Schild-Knight ist extrem selten, kann man sagen. Die allermeisten Leute, weil es ja auch mehr Schaden macht für gewöhnlich, spielen Two-Hand-Knight. Aber trotzdem ist halt so ein bisschen schade, dass der einzige Bewegungsskill, den Knight jetzt hat, halt auf Two-Hand-Waffen zugeschnitten ist. Also das wäre noch etwas, was ich vielleicht auch noch als Feedback, falls es noch keiner gemacht hat, noch einreichen werde, dass man das vielleicht irgendwie so deichselt, dass das irgendwie auch mit einer Schwert- und Schildwaffe geht, weil ich meine, er kann auch sein Schild auf den Boden rammen. Das kann ja den gleichen Effekt haben. Also sehe ich jetzt eigentlich nicht zwingend, warum das jetzt eine Zweihandwaffe sein muss, persönlich. Ich finde das schon cool, wenn das für alle möglich wäre. Aber grundsätzlich auch ein nicer Skill und damit haben wir hier auf jeden Fall auch 2 sehr nice Skills und wie gesagt eine Menge passive Tank-Tools und ja, Tank ist ja auch etwas, was man bei Knight definitiv spielt, deswegen für mich Platz 4. An den Hymnen vom Seraph hat sich auch nochmal einiges geändert. Der hatte ja so einen Bewegungsgeschwindigkeits-Debuff drinnen, sobald du so eine Hymne benutzt, das wurde komplett entfernt und dann wurde nochmal Flow of Salvation verbessert. Und Hammer of Judgment ist für mich persönlich das Highlight hier. Klar, Seraph auf Platz 5 hört sich jetzt gar nicht mehr so gut an, hört sich eher so an, als wäre ich nicht so überzeugt von ihm. Ich muss auch sagen, von den Hymnen bin ich auch noch nicht so wirklich überzeugt. Ich spiele auch nicht wirklich Ringmaster, deswegen bin ich ja auch nicht wirklich der richtige Ansprechpartner, glaube ich. Aber ja, da muss man auf jeden Fall noch mehr testen, denke ich. Und ich müsste es wahrscheinlich einfach selber mal im Dungeon wirklich ausprobieren. Quasi bisheriges supporten, also mit Healrain, Barrier, Holy Guard, versus wirklich mal diese ganzen Hymnen anschmeißen, die dich ja davon abhalten, andere Skills zu benutzen, wo du dann eben kein Healrain mehr spammen kannst, aber das wird ja durch diese Hymnen und auch die Reihenfolge, in der du die Hymnen benutzt, eben abgelöst. Also das kann ich noch nicht ganz so gut beurteilen, aber wie gesagt, bin ich auch nicht so wirklich die richtige Zielgruppe. Ich habe mir jetzt eher probiert, an den anderen Skills zu orientieren. Das sind vor allem Flow of Salvation und Hammer of Judgment. Flow of Salvation finde ich halt cool, auf jeden Fall zum Pullen von Monstern. Richtig nice. Die Heilung davon habe ich jetzt auch noch nicht so wirklich ausprobieren können. Aber Hammer of Judgment ist geisteskrank. Also Hammer of Judgment habe ich schon ausprobiert. Und der Skill hat zwar eine sehr lange Cooldown-Zeit, da könnte man vielleicht auch nochmal drüber diskutieren, ob man die nicht vielleicht zumindest auf 45 Sekunden down bringen könnte.
1 Minute ist halt schon richtig krass. Aber der Skill ist halt, das ist fast eine One-Shot-Mechanik. Der hat Open World einfach über 100.000 Schaden gemacht, Full Int. Und dann noch, ich glaube, 5-mal Damage over Time in der Höhe von einem doppelten Merkaba-Schaden oder so. Also auf einen Schlag 6-stellig und dann nochmal 5-mal hoher 2-stelliger Schaden. Also insgesamt hast du so bis zu 40% der HP von einem Monster einfach weggeröstet. Und das als AOE-Schaden. Das heißt, du machst Hammer of Judgment, deine gesamte AOE, die du gepullt hast, ich meine natürlich mit Herd-Effekt nicht alle, aber mindestens 7 Monster deiner AOE sind quasi Half-Life, einfach instant. Und selbst die, die es nicht sind, haben auf jeden Fall schon mal extrem viel Schaden von nur einem einzigen Skill als Ringmaster bekommen. Und danach machst du halt dein ganz normales Flow of Salvation, Merkaba-Ding, healst dich etc. Also schon ziemlich cool, muss man auf jeden Fall sagen. Auch die Animation von dem Skill ist ziemlich cool. Und wie gesagt, also vielleicht könnte man auch drüber diskutieren, ob man die Upgrade-Zeit ein bisschen verringert. Ich würde, also 30 Sekunden wäre das absolut höchste. Keinenfalls weniger als 30 Sekunden. Aber die Basis-Upgrade-Zeit, keine Ahnung. Vielleicht 45 Sekunden oder so. Ja, könnte man vielleicht noch drüber argumentieren. Also 1 Minute Basis-Upgrade-Zeit ist schon ziemlich krass. Dann haben wir Harlequin auf Platz 6. Also vor den Änderungen hätte ich wahrscheinlich Harlequin vielleicht sogar auf Platz 8 gepackt, ehrlich gesagt. Aber bei Harlequin hat auch gestern erst jemand danach gefragt, wie es jetzt eigentlich mit dem Harlequin aussieht, ob sich da noch was verbessert hat. Und die Antwort ist zum Glück ja. Also, er hat ja 2 neue Self-Buffs bekommen. Toxic Fury und Special Jojo Mastery. Und die haben beide Crit-Rate, Attack Speed etc. gegeben. Absolute Katastrophe. Toxic Fury wurde jetzt glücklicherweise geändert. Der gibt jetzt auf maximaler Stufe mit der Mastery, die Skill-Effekte nochmal verbessern. Gibt er jetzt 10% PvE-Schaden, 15% Crit-Schaden, 15 Geschwindigkeit, aber minus 60% Verteidigung bei einer Base-Time von 1 Minute, Abklingzeit 2 Minuten. Bin ich ehrlich gesagt immer noch nicht so zufrieden mit, muss ich ehrlich zugeben, weil ich finde halt also erstens mal hasse ich immer so Skills, die so eine kurze Wirkungsdauer haben, nur damit sie die kurze Wirkungsdauer haben. Also ich meine, 1 Minute Base-Time und 2 Minuten Abklingzeit. Klar, du kannst es dann natürlich besser steuern, aber das könnte man auch, indem man Skills einfach deaktivieren kann. Und es dann anteilig angerechnet wird auf die Abklingzeit und so weiter. Also das könnte man auch anders regeln, definitiv. Und das andere ist, naja, warum 1 Minute? Das ist bei Berserk das Gleiche. Ich meine, man könnte es genauso machen. Also gut, Berserk hat ja effektiv sowieso keinen Cooldown. Bei Berserker gibt es eigentlich überhaupt keinen Sinn, außer dass es nervig ist. Aber auch bei solchen Skills, ich meine, da kannst du auch Basistime 10 Minuten machen und Abklingzeit 20 effektiv oder so. Oder so, dass du es selber einstellen kannst quasi. Willst du den Skill lange haben, dafür auch eine lange Abklingzeit? Oder brauchst du ihn nur ganz kurz und willst dann auch eine kurze Abklingzeit? Also zum Beispiel, ob ich jetzt Level oder Giants farme oder so, das kann ja einen Unterschied machen. Weil beim Leveln könnte ich dann theoretisch auch offline gehen, die Abklingzeit offline absitzen, Power-Ups sparen. Also da könnte man so ein bisschen das Deichseln. Aber generell finde ich einfach, ist das lächerlich, dass der 1 Minute Abklingzeit länger hat als die Base-Time. Meiner Meinung nach könnte man es wie bei Berserk machen. Also ich bin grundsätzlich sowieso Gegner von dieser Base-Time. Aber ja, wie gesagt, absolut unberechtigt das Ganze. Und die minus 60% Verteidigung, ganz ehrlich, Verteidigung ist zwar nicht der wichtigste Wert im Spiel, muss man auch ganz klar sagen. Aber minus 60%, ich habe kein Jojo ausgerüstet, minus 60% ist schon geistesgestört, ja. Also du bist so squishy damit, du wirst einfach so oft sterben, zusätzlich, wenn du eh schon nicht der mit den meisten HP bist und so weiter. Und Damage-Dealer sterben ja doch in Dungeons immer mal wieder, wenn sie einem Skill nicht ausweichen. Ich meine, damit hast du quasi die 100%ige Garantie, dass wenn du nicht blockst, du immer tot bist eigentlich. Und das ist halt auch schon ziemlich nervig. Also es ist schon auch, es ist nicht so ultra wichtig, dass du jetzt tanky bist als Damage-Dealer, aber es ist trotzdem nervig. Also es ist auf jeden Fall, es kostet dich einiges, diesen Skill zu aktivieren. Und ja, der andere Skill hat Special Jojo Mastery, hat immer noch Angriffskraft, Angriffstempo, kritische Trefferrate und Jojo Range. Und hier sogar Critical Strike Chance Increases, also noch mehr Crit-Rate. Ne? Also es ist komplett crazy, warum man einer Klasse, die basically keine Crit-Rate braucht, noch einen Crit-Rate-Buff gibt. Und ich finde, halt, daran müsste sich auch noch was ändern. Zu guter Letzt haben wir dann noch Critical Stab, der ist auf 175, der gibt dann Crit Damage
reduziert aber die Crit-Rate permanent auf 50%. Und nein, die 50% sind fix, die kann man nicht erhöhen. Nicht durch ein Pet, nicht durch Power-Ups, durch gar nichts. Dieser Skill setzt deine Crit-Rate fix auf 50 und sagt quasi allen anderen Effekten im Spiel, dieser Char, also dein Limit ist 50. Das macht dieser Skill. Der setzt dein Limit von Crit-Rate von 100 auf 50. Das heißt, es kann nicht überstiegen werden, ist glaube ich so richtig, egal. Auf jeden Fall, du kannst dann nur 50 haben und das ist halt auch so weird, weil der Skill gibt zwar ultra viel Crit Damage, ich glaube mit Mastery 150, falls sich daran nichts geändert hat, was es sich, glaube ich, nicht geändert hat. Und das ist zwar grundsätzlich, hört sich das geil an, aber effektiv, ich habe es ausprobiert, war es so, ich glaube 15%. Ich meine, hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Equipment ab. Das Equipment, was ich benutzt habe, war jetzt nicht allzu ideal. Aber als ich es ausprobiert habe, war es so ein 10 bis 15% Buff. Insgesamt mit allem drum und dran. Noch nicht mit dem PvE-Skill zugegebenermaßen. Also jetzt müssten es eher Richtung 20% sein. Alles zusammengerechnet. Aber das ist halt so komisch. Und auch, du kriegst hier einen Crit-Rate-Buff, der darauf aufbaut, dass du danach diesen Crit-Damage-Buff bekommst, nur damit der Crit-Damage-Buff deine Crit-Rate auf 50 reduziert. Wieso? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Du sagst, hier hast du Crit-Rate, ja, aber du kannst nicht mehr als 50 haben. Ich meine, klar, es geht nur für die Dauer des Skills, der hält nur 2 Minuten mit einer 3 Minuten 20 Abklingzeit, aber es ist so irrwitzig irgendwie, also keine Ahnung. Dann reduziert den Skill halt von 150 auf, keine Ahnung, lass es von mir aus 75 sein, reduziert die Abklingzeit, erhöht die Base-Time, und schmeißt diesen 50% Crit-Chance, keine Ahnung, schmeißt das raus, ja. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich finde das irgendwie einfach nicht gut. Und generell ist halt auch hier wieder das Problem, das gleiche mit dem anderen Skill. Eine viel längere Base, also ich meine, gut, okay, solange 150 Crit Damage gibt, ergibt das hier auf jeden Fall deutlich mehr Sinn. Aber auch hier wieder dieses Base Time 2 Minuten ist ziemlich kurz, Abklingzeit 3,20, du musst deutlich länger warten, den Skill wieder zu aktivieren. Ist halt echt nervig, vor allem wenn du auf einen Schlag mehrere solche Skills bekommst, dann immer auf die Self-Buffs zu gucken. Das war das, was in Flive PC schon immer so abgefuckt hat, dass du immer auf deine ganzen Buffs achten musst, dass die nicht ablaufen, obwohl du stundenlang am Grinden bist, ja. Und beim stundenlang Grinden, wie viele Leute vergessen da ihr Cheer, dass Power-Ups ablaufen, Amplis, Link Attack. Du musst schon an so viele Dinger denken, die immer wieder ablaufen, größtenteils auch, weil du sie nicht richtig stapeln kannst oder so. Und dann kommen halt jetzt noch 50.000 Self-Buffs hinzu, wo das wieder ein Problem ist, dass dann irgendwas abläuft, du siehst es nicht, wunderst dich, warum ist der Damage niedriger? Musst du dich durch alle deine Self-Buffs klicken, durch alle deine Power-Ups klicken und so weiter, nur damit dein Schaden nicht noch weiter abnimmt. Und das sind halt alles so Sachen, weiß ich nicht, das ist für mich auf jeden Fall nicht Quality of Life. Und dann habe ich lieber einen schwächeren Buff mit einer längeren Base-Time. Und ich meine, gut, über das mit der 50% Crit-Chance, das müssen wir gar nicht drüber reden. Vor allem auch so ein Ding, ne, also sowas will ich eigentlich nicht oft als Argument nehmen. Aber ganz ehrlich, in Flive, das gesamte Spiel über, fühlst du dich wie so ein Kackboon, sag ich mal im Anführungszeichen, bei den meisten PvE-Klassen, Damage-Dealer-Klassen, weil du nicht genug Crit-Rate hast. Dann bist du endlich im Endgame, crittest immer, Leben ist geil und dann kriegst du einen hammergeilen Buff, der aber sagt, ja, aber jetzt crittest du nicht mehr so oft. Also das gesamte Spielprinzip, bau Crit-Rate auf, um mehr Schaden zu machen, 100% ist das Ziel. Und dann sagt den Skill, ja, aber das war jetzt umsonst, weil es hast nur noch 50. Also, ich weiß es nicht. Ich bin einfach persönlich nicht so wirklich zufrieden damit, muss ich einfach sagen. Ja, aber obwohl ich mit dem Harlequin immer noch nicht wirklich zufrieden bin, haben wir jetzt den Mentalist auf Platz 7 noch dahinter. Eieiei, was bedeutet das? Also Mentalist, muss ich einfach sagen, ist für mich zu sehr auf, also man probiert zu sehr meiner Meinung nach dieses Debuff-Feature von Flive PC jetzt doch zu integrieren, nachdem man es beim Psykeeper noch nicht gemacht hat. Und ich muss einfach sagen, ich habe alle Skills ausprobiert. Vom Schaden her haben sie mich nicht wirklich überzeugt, nicht wirklich mitgerissen. Ich glaube, der einzige Skill, der wirklich gut Schaden gemacht hat, war Scimitar Scream. Genau. Und er bekommt halt jetzt diese Debuffer-Rolle. Und das hat mir persönlich einfach so also diese ganzen Debuffs und so, das hat mir einfach so das Gefühl gegeben, okay, Mentalist soll diese ultimative PvP-Klasse werden gefühlt, weil ich sehe einfach nicht, wo du das im PvE jemals einsetzt. Ich meine, allein schon der Endskill ist hier quasi, entfernt alle Buffs von einem Gegner, macht dann extrem viel Schaden im Vergleich zu den Debuffs, die aufgehoben werden. Aber im PvE, wenn du Debuffs auf den Gegner draufballerst, dann willst du ja eigentlich persönlich die Debuffs nicht wieder entfernen. Also zumindest nicht, um Schaden zu machen, weil ich meine, das ist ja dann eigentlich nicht die Aufgabe von einem Debuff. Und keine Ahnung, das ist halt für mich so das
Manko hier, dass hier, so wirkt es zumindest auf mich, zu viel Fokus auf PvP gelegt wurde und zu wenig auf PvE. Aber dann wiederum, ich bin auch einfach der falsche Ansprechpartner für Mentalist, da ich kein großer Mentalist-Fan bin. Genau, und wir sind natürlich auch noch nicht am Ende angekommen, was das Ganze angeht. Aber ja, ich persönlich bin jetzt von dieser von dieser Debuff, Aufbau, Skill-Aufbauschiene nicht so überzeugt. Aber es muss immer ein Schlusslicht geben und Force Master, würde ich sagen, hat die meiste Kritik bekommen. Platz 8 für mich die unbeliebteste, also was heißt unbeliebteste, für mich die uninteressanteste Klasse. Und auch ehrlich gesagt die komplizierteste Klasse. Es wurde extrem viel geändert, also am Force Master. Die letzten Patch Notes waren extrem lang und knapp die Hälfte davon war literally nur Force Master. Sie haben extrem viel an ihm geändert, sämtliche Skills nochmal überarbeitet, hier und da was hinzugefügt, Cooldowns, Effekte und so weiter und so fort. Also wirklich alles nochmal überarbeitet, was ja schon bedeutet, okay, die Leute waren jetzt auch nicht so begeistert davon. Also von den Skills per se vielleicht schon eher, aber auf jeden Fall nicht, wie sie umgesetzt wurden oder wie es funktioniert hat und so weiter. Aber auch hier ist meiner Meinung nach wieder ein großer Fokus auf jeden Fall auf PvP und von den Aura-Buffs, das ist ja das, was viele Leute hier so haben wollten. Ja, weil FlyFPC, der hat auch hier so 35 Crit-Rate bekommen und so weiter. Ja, er hat auch wieder diese Auras bekommen, aber ich weiß auch nicht. Also ich bin auch nicht so überzeugt davon, ehrlich gesagt. Gibt jetzt auf jeden Fall nicht so krasse Buffs wie in FlyFPC. Und was die ganzen Skills angeht, mit diesem Nen-Feature, finde ich auch, dass das ein bisschen zu Overkill ist. Mal ganz davon abgesehen, dass man sich offensichtlich an irgendwelchen Anime, Pop-Culture-Anime hier orientiert hat, wie Hunter x Hunter und Dragon Ball so ein bisschen. Gut, das ist mir persönlich egal, kann man schon machen. Aber es fügt einfach, also, ich meine, du fügst einfach einen neuen Wert in das Spiel ein, der aber nur für Force Master gilt, was schon crazy ist, um ehrlich zu sein. Und, weiß nicht, du erwartest einfach, dass die Leute das so akzeptieren, dass das einfach so hingenommen wird. Und ich meine, das ist jetzt natürlich eher für PvP relevant und eben für PvE nicht so wirklich relevant. Aber genau deswegen kann ich dazu auch nicht wirklich was Positives sagen, weil für PvE wird es wahrscheinlich letztendlich einfach keine wirkliche Rolle spielen. Und das heißt, von den meisten Skills, die er bekommt, ja, spielen die halt für PvE keine wirkliche Rolle. Und ich meine, gut, vielleicht wenn du tankst oder so, dann ist wieder ein bisschen was anderes, wenn du dich mehr auf Utility fokussierst und eben nicht aufs Kämpfen. Aber da sehe ich jetzt Force Master persönlich, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich. Also, ja. Bin ich momentan noch nicht wirklich überzeugt von. Muss aber auch sagen, ich habe es auch nicht so wirklich gerafft. Also ich habe, glaube ich, bei Force Master die meiste Zeit verbracht beim Skills-Testen und war am Ende nicht wirklich sehr viel schlauer als am Anfang. Und ja, genau. Deswegen ist das momentan so mein aktuelles subjektives Ranking fürs Erste, wie gesagt. Aber es wird doch häufig nachgefragt nach den Klassen. Und das waren jetzt so meine ersten Eindrücke, beziehungsweise auch bei manchen schon die zweiten, dritten Eindrücke. Aber wie auch schon gesagt, es wird sich noch eine Menge ändern. Viele Skills werden nochmal überarbeitet werden, viele Effekte werden nochmal überarbeitet werden, Cooldowns, Masteries etc. Also eigentlich kann man fast sagen, nahezu nichts ist wahrscheinlich final. Ich meine, gut, außer Sachen, die jetzt schon 2-3 Mal überarbeitet wurden, da kann man sich wahrscheinlich schon relativ sicher sein, dass sich da jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu viel ändern wird. Aber ja, also es sind ein paar Skills, die immer noch nicht so wirklich richtig funktionieren oder wo man auf jeden Fall noch eine Menge anzumerken, anzumeckern hat. Und ja, also da ist noch eine Menge Luft nach oben auf jeden Fall. Aber ich finde es wirklich cool, dass die auch wirklich auf die Leute hören. Und wenn halt ganz klar im Raum steht, ey, das ist nicht gut, das gefällt uns nicht. Und dann kommt da wirklich eine große Zustimmung. Dann kommt auch direkt, ja, okay, ändern wir. Also finde ich echt cool, diesen Prozess. Wäre natürlich noch cooler, wenn alle daran teilnehmen könnten, die wirklich daran interessiert sind. Und alle endlich Zugang zum Testserver bekommen, die noch was testen wollen. Ich glaube zwar, der Zug ist jetzt irgendwie auch so ein bisschen abgefahren, weil, keine Ahnung, dieser Testserver war ja groß angekündigt für jetzt Ende Oktober, Anfang November. Und jetzt haben wir halt Mitte November und die meisten Leute, oder eigentlich fast jeder, hat immer noch nicht wirklich Zugang. Es ist immer noch dieses VIP-System so ein bisschen, weil es halt irgendwie ein paar Leute doch eine Einladung bekommen haben per Mail, keine Ahnung. Ja, weiß nicht, das ist jetzt halt auch irgendwie so ein bisschen abgedroschen, weil man vieles einfach schon gehört hat, gesehen hat und ja, weiß auch nicht, sich das alles ein bisschen anders vorgestellt hat einfach. Aber wenn ihr Zugang bekommt, dann probiert einfach das aus, was euch interessiert
Und wenn euch irgendwas wirklich stört, dann müsst ihr halt auch das Feedback geben. Also ich habe ja selber schon gesagt, beim Harlequin, was beim Harlequin? Ja. Also es gibt noch so auch für mich noch ein paar Sachen, wo ich wahrscheinlich auch nochmal Feedback geben werde, falls das noch nicht geschehen ist. Ich meine, ich würde halt auch immer gucken, ist nicht so einfach, weil im Discord natürlich immer sehr viel geschrieben wird, man sieht nicht immer alles. Aber ja, wenn irgendwas noch gar nicht gesagt wurde, was einen stört, sollte man es auf jeden Fall selber posten. Es ist nicht garantiert, dass es geändert wird. Ich meine, viele Sachen sind jetzt so kleinteilige Sachen und Balancing-Geschichten sind manchmal doch ein bisschen komplexer, als man selber es auf den ersten Moment sieht. Aber ja, dass man sich überhaupt einbringen kann, ist schon mal eine große Verbesserung, weil normalerweise würde dieser Prozess, in dem wir uns jetzt schon seit über einer Woche befinden, würde erst anfangen, wenn das Update released ist, und dann würde es auch viel länger dauern, weil die Devs ja dann auch noch mit ganz anderen Sachen beschäftigt sind. Und das ist halt jetzt wirklich der große Vorteil und diese Chance sollte man nutzen, und bei vielen Sachen hat es ja auch schon was gebracht. Ja, Blade wurde ein bisschen abgeschwächt, weil er doch zu stark gebufft wurde. Ich meine, er wird immer noch ziemlich stark gebufft, dafür, dass er sowieso schon der Stärkste ist. Ja, kann man immer noch drüber streiten. Wie gesagt, ich meine, man kann über alles noch streiten letztendlich. Ich meine, es ist subjektiv. Ich meine, ich sage, irgendwas ist gut, jemand anderes sagt, es ist schlecht. Ich sage, irgendwas ist schlecht, jemand anderes sagt, es ist gut. Es ist immer subjektiv, aber deswegen ist es ja so wichtig, dass man daran teilnimmt und ja, sich daran eben beteiligt. Und ja, dann würde ich einfach sagen, war es das schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen und nochmal neue Einblicke gebracht. Und wir werden auf jeden Fall weiter testen. Ich werde nächste Woche nochmal irgendwann auf den Testserver schauen und nochmal ein paar Skills ausprobieren, die ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, nachdem sie sich geändert haben. Also Everstorm zum Beispiel habe ich jetzt im PvE noch nicht ausprobiert mit der Erweiterung der Anzahl der Monster, die man angreifen kann. Ich meine, der Skill bleibt gleich, du greifst jetzt einfach statt 5,30 an, da muss man jetzt nicht wirklich viel ausprobieren, aber ja, nochmal so ein paar tiefere Eindrücke sammeln, beziehungsweise werden wahrscheinlich auch nochmal Patchnotes kommen, Montag, Dienstag, und da werden sich dann auch wieder einige Sachen ändern. Also ich bleibe auf jeden Fall dran, und es wird dann, falls der Testserver irgendwie vorzeitig geschlossen wird dann, also bevor das Update kommt, wird er wahrscheinlich irgendwann auch mal geschlossen, wird es dann wahrscheinlich nochmal ein finales Ranking geben, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich da auch noch was ändern wird, je nachdem. Also vor allem Harlequin habe ich im Auge, der könnte sich nochmal deutlich verbessern. Aber ich meine, er kriegt schon gute Buffs, also so ist es nicht. Ich meine, sein Schaden, habe ich ja schon gesagt, müsste jetzt bei ungefähr 20% Verbesserung sein, zumindest während alle Skills aktiv sind. Die haben natürlich nicht alle eine 100% Uptime, darf man auch nicht vergessen. Aber ja, es ist schon, es ist definitiv die richtige Richtung, aber meiner Meinung nach sind wir noch nicht ganz da bei vielen Sachen. Und ja, dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, lasst ein Like, Kommentar, ein Abo da und schaut auf Twitch vorbei, Links dazu in der Videobeschreibung, jeden Tag live mit Flive. Haut rein und ciao, ciao.